Passiv? Gar kein Problem. Hallo und herzlich willkommen in der Linkster Academy. Ich bin deine Deutschlehrerin Julia und heute bekommst du den zweiten Teil zum Thema Passiv von mir. Und zwar das Passiv mit Dativobjekt, ohne Subjekt, das Passiv mit Modalverben, das Erststellen es und Passiversatzformen. Das hört sich jetzt vielleicht alles ein bisschen kompliziert an, aber keine Sorge, nach diesem Video sagst du auch, gar kein Problem. Damit deine Grammatik noch besser wird, habe ich für dich das Einmaleins der Grammatik erstellt, das du dir kostenlos herunterladen kannst. Darin findest du die wichtigsten Themen im Überblick, mit vielen Übungen und Lösungen, damit du noch heute dein Deutsch verbessern kannst. Natürlich ist das Thema Passiv auch dabei. Den Link findest du unter dem Video. Wenn du das Thema Passiv noch nicht oder nicht so gut kannst, dann schau dir auf jeden Fall das letzte Video an, denn darin erkläre ich die wichtigsten Grundlagen zum Thema Aktiv und Passiv. Bereit? Dann geht's los, und zwar mit folgenden Beispielen. Der Lehrer gibt dem Schüler ein Buch. Aktiv- oder Passivsatz? Natürlich ein Aktivsatz, denn der Lehrer ist aktiv und gibt etwas, nämlich ein Buch. Was macht das Buch? Nichts. Ein Buch wird dem Lehrer vom Schüler gegeben. Das heißt, das Buch ist das Subjekt im Passivsatz. Erinnerst du dich noch an die Regeln aus dem letzten Video? Das Akkusativobjekt aus dem Aktivsatz wird das Subjekt im Passivsatz und das Subjekt aus dem Aktivsatz wird von plus Dativ im Passivsatz. Und das ist jetzt ein Adverbial. Und Achtung, das Subjekt steht immer im Nominativ, egal ob es ein Aktiv- oder ein Passivsatz ist. Bestimmt fällt dir auf, dass es hier noch einen Satzteil gibt, nämlich dem Schüler. Und das ist ein Dativobjekt. Und Achtung! Wenn du einen Satz umformst von aktiv zu passiv oder von passiv zu aktiv, dann bleibt das Dativobjekt gleich. Du änderst nichts an seiner Form. Hier noch ein Beispiel. Oma schenkt ihrem Enkel jedes Jahr Socken. Der Klassiker. Wer ist hier aktiv und schenkt? Natürlich die Oma. Also ist es ein Aktivsatz, denn das Subjekt ist aktiv und schenkt ihrem Enkel Socken. Also, Socken werden ihrem Enkel geschenkt. Das ist jetzt ein Passivsatz, denn das Subjekt ist passiv und macht nichts. Außerdem muss das Verb werden jetzt im Plural stehen, denn die Socken sind ja auch Plural. Und was passiert mit dem Dativobjekt ihrem Enkel? Nichts, das bleibt unverändert. Und das ist für die nächsten Beispiele sehr wichtig. Der Lehrer hilft dem Schüler. Ist das ein Aktivsatz? Ja, denn der Lehrer ist aktiv und hilft. Was macht der Schüler? Hilft er auch? Nein. Also, dem Schüler wird vom Lehrer geholfen. Und jetzt kommt die große Preisfrage. Was ist das Subjekt in diesem Satz? Es gibt keins. Denn der Aktivsatz hat kein Akkusativobjekt, sondern nur ein Dativobjekt. Und das Dativobjekt bleibt Dativobjekt. Und das bedeutet jetzt, es gibt kein Subjekt in diesem Satz. Und das ist eine absolute Ausnahme, die es nur bei Passivsätzen mit Dativobjekten gibt. Hier noch ein Beispiel. Dem Chef wird von den Mitarbeitern gratuliert. Ist das ein Aktivsatz oder ein Passivsatz? Das ist ein Passivsatz. Und das erkennst du erstens an den Verben, denn wir haben eine Kombination aus werden plus Partizip 2
Und zweitens erkennst du es an dem von plus Dativteil, denn das ist ganz typisch für Passivsätze. Und wo ist jetzt das Subjekt? Es gibt keins. Es gibt hier nur ein Dativobjekt am Satzanfang und ein Adverbial mit von. Formen wir diesen Satz mal in einen Aktivsatz um. Und dazu nehmen wir den von-Teil und benutzen es als Subjekt im Aktivsatz. Die Mitarbeiter gratulieren dem Chef zum Geburtstag. Siehst du, in diesem Aktivsatz gibt es auch kein Akkusativobjekt und deshalb kann es kein Subjekt im Passivsatz geben. Übrigens, wenn diese Sätze im Plural stehen, bleibt das Verb trotzdem im Singular. Den Schülern wird geholfen. Den Chefs wird gratuliert. Du weißt ja, dass das Subjekt und das Verb zusammengehören. Aber da wir hier kein Subjekt haben, muss das Verb in der dritten Person Singular stehen. Immer. Und noch eine letzte wichtige Sache. Wir formen jetzt mal 2 Passivsätze in Aktivsätze um. Ein Kuchen wird von meiner Mama gebacken. Tagelang wurde über den Autounfall gesprochen. Beim ersten Satz ist es einfach. Wir nehmen wieder den von-Teil und formen ihn in ein Subjekt im Nominativ um. Meine Mama backt einen Kuchen. Es ist ganz wichtig, dass du bei der Umformung immer in der gleichen Zeit bleibst, also Präsens zu Präsens, Präteritum zu Präteritum etc. Aber wie ist es mit dem zweiten Satz? Denn hier haben wir keinen von-Teil, den wir in ein Subjekt umformen können. Aber zum Glück gibt es hier eine ganz einfache Lösung. Man kann das Pronomen Mann als Subjekt benutzen. Und das geht immer. Man sprach tagelang über den Autounfall. Alles klar soweit? Dann schauen wir uns jetzt noch eine weitere Möglichkeit an, das Passiv zu bilden. Und zwar mit dem Erststellen-S. Dafür schauen wir uns nochmal die Beispiele von vorher an. Ein Buch wird dem Schüler vom Lehrer gegeben. Socken werden dem Enkel jedes Jahr von Oma geschenkt. Dem Schüler wird vom Lehrer geholfen. Den Chefs wird von den Mitarbeitern gratuliert. Es gibt in der deutschen Sprache ein Stilmittel, das man auch gerne in der Literatur benutzt, und das nennt sich Erststellen-S. Das gibt es sowohl für Aktivsätze als auch für Passivsätze. Es wird dem Schüler vom Lehrer ein Buch gegeben. Es werden dem Enkel jedes Jahr von Oma Socken geschenkt. Es wird dem Schüler vom Lehrer geholfen. Es wird den Chefs von den Mitarbeitern gratuliert. Ganz wichtig, dieses S am Anfang ist kein Subjekt. Es ist nur ein Platzhalter für die Position 1. Du musst also auf das echte Subjekt im Satz achten, damit das Verb stimmt. Zum Beispiel Socken ist Plural, also muss das Verb werden auch im Plural stehen. Im ersten Satz ist das Buch Subjekt und Singular, deshalb wird. Aber wenn wir daraus jetzt Bücher machen, dann muss sich auch das Verb anpassen. Also es werden Bücher vom Lehrer gegeben. Im dritten und vierten Satz geht das aber nicht, denn es gibt ja kein Subjekt und da muss die Regel sein, dass das Verb immer in der dritten Person Singular steht. Du weißt ja, dass der Satzbau in der deutschen Sprache ziemlich flexibel ist. Das bedeutet, man kann im Prinzip jeden Satzteil an Position 1 stellen. Aber das Erststellen-S gibt es nur an Position 1, deshalb auch Erststelle, und es existiert nicht in Fragen. Kommen wir nun zu Passivsätzen, die ein Modalverb haben. Und hier geht es vor allem um die Struktur im Satz,
denn wie du gleich sehen wirst, gibt es jetzt ganz schön viele Verben. Paula muss Miete zahlen. Aktiv- oder Passivsatz? Natürlich aktiv, denn Paula zahlt. Was macht die Miete? Nichts. Und jetzt Achtung! Die Miete muss von Paula bezahlt werden. Die Miete musste von Paula bezahlt werden. Die Miete hat von Paula bezahlt werden müssen. Die Miete hatte von Paula bezahlt werden müssen. Die Miete wird von Paula bezahlt werden müssen. Keine Sorge, viele der Formen benutzen wir überhaupt nicht, weil sie viel zu lang und kompliziert sind. Und aus diesem Grund schauen wir uns auch das Futur 2 gar nicht erst an, denn das führt nur zu Depressionen. Wichtig ist, dass du das Präsens und das Präteritum gut kannst und das Perfekt solltest du auch können. Eine Sache ist noch wichtig, die Position im Nebensatz. Du weißt ja, dass das Verb im Nebensatz am Ende stehen muss. In diesem Fall die Verben. Wichtig ist, dass die Reihenfolge der Verben immer gleich bleibt. Paula muss ausziehen, weil die Miete von ihr nicht mehr bezahlt werden kann. Du siehst, alle Verben stehen jetzt hinten und zwar immer in dieser Reihenfolge. Paula musste ausziehen, weil die Miete von ihr nicht mehr bezahlt werden konnte. Paula musste ausziehen, weil die Miete von ihr nicht mehr hat bezahlt werden können. Achtung, der Passivteil ist bezahlt werden und der Perfektteil ist hat können und du siehst, können steht hier im Infinitiv und das ist immer so und gilt auch für das Plusquamperfekt. Paula musste ausziehen, weil die Miete von ihr nicht mehr hatte bezahlt werden können. Und ähnlich wie beim Perfekt ist der Passivteil bezahlt werden und der Futurteil wird können. Aber jetzt mal im Ernst, das benutzt kein Mensch. Ich würde diese Form nie benutzen. Ich würde immer hier das Präsens benutzen, denn damit kann man auch über die Zukunft sprechen. Und zum Abschluss, wie versprochen, die Passiversatzformen. Vielleicht hast du davon schon mal gehört, vor allem wenn du eine Prüfung schreibst. Sie sind ein toller Weg, um das Passiv mit dem Modalverb können in einer anderen Form auszudrücken. Achtung, eine Passiversatzform ist kein Passiv. Sie ist eine Ersatzform für ein Passiv und hat weder das Verb werden noch das Partizip 2. Hier mal ein Beispiel. Man kann das Wasser aus der Leitung trinken. Das ist ein ganz normaler Aktivsatz und noch keine Ersatzform. Daraus machen wir jetzt mal einen Passivsatz. Das Wasser aus der Leitung kann getrunken werden. Auch das ist keine Passiversatzform. Wenn du aber einen interessanteren und abwechslungsreicheren Stil verwenden möchtest, hast du folgende 3 Möglichkeiten. Das Wasser lässt sich trinken. Sich lassen plus Infinitiv ist eine Möglichkeit. Oder die Fenster lassen sich öffnen. Und das kaputte Auto lässt sich nicht mehr reparieren. Das Wasser ist trinkbar. Einige Verben lassen sich mit der Endung bar zu einem Adjektiv umformen, aber leider nicht alle. Öffnen geht leider nicht, aber reparieren schon. Das kaputte Auto ist nicht reparierbar. Zum Thema Adjektive mache ich bald mal ein Video für dich. Und die 3. Möglichkeit, das Wasser ist zu trinken. Ist zu plus Infinitiv hat entweder die Bedeutung von können oder von müssen, je nach Kontext. Ich würde sagen, dass es meistens die Bedeutung müssen hat, aber das findest du normalerweise im Kontext selbst heraus. Die Fenster sind zu öffnen. Die Rechnung ist zu bezahlen.
Das Auto ist zu reparieren. Ja, das war's auch schon wieder für heute. Wenn dir das Video gefallen hat und du etwas gelernt hast, dann abonniere jetzt meinen Kanal und aktiviere auch die Glocke, denn dann weißt du sofort, wenn ein neues Video online ist. Und wenn du noch schneller Deutsch lernen willst, dann folge mir auch auf Instagram und auf TikTok. Ich sag Tschüss, bis zum nächsten Video, deine Julia.